Das ist wirklich ein Gamechanger. Heilige Scheiße. So, nochmal Star Citizen. Server Meshing, das neue, größte Feature, woran ewig und 3 Tage, also jahrelang, glaube ich, gearbeitet wurde, wo immer gesagt wurde, das soll nie funktionieren. Jetzt hat es funktioniert und ich habe gerade eben schon vorgelesen, vor 3 Wochen, als es funktioniert hat, hat Chris Roberts einfach geweint. Ja, da habe ich schon mehrfach gehört. Und ich würde gerne wissen, was das in der Praxis bedeutet, Server Meshing. Ich lasse mich überraschen. Wenn das wirklich so umsetzbar ist und pipapo, könnte das ein Gamechanger in der Spielindustrie werden. Weiß ich noch nicht genau. Dazu müssten wir erstmal wissen, was es macht. Und das erfahren wir jetzt mit Server Meshing bei Star Citizen. Bin sehr gespannt. Shaping the World. Okay. Hello, everyone. Guten Abend. So, persistent entity streaming, replication layer and beyond. My name is Paul Reindel. I'm Director for Online Technology. And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. I thought about what's the best way to show you something about that tech, and I thought about putting some technical drawings on the slides, or maybe show video, like we did 2 years ago. But really, the best way to show you how persistent entity streaming works is to give you a live demonstration. And that's what I'm going to do. Okay, persistent entity streaming. Okay. So this will all be live, so please bear with me if there's any glitches. Alles gut? Google, kenne ich. So let's keep this rolling. I think I'm supposed to press the button. No, it's already switched. Das wird wirklich sehr live. Start a little bit, I just give you a little bit an overview what you see here. Let me set up everything. Okay, das ist wirklich sehr live. One moment, sorry. So on this left side, you will see my client window. And on the bottom side, you will see the server renderer. So for this demonstration, and I start a second client, I'm just Okay. stopping that. Sorry about that. Quit. Okay. This is live, all right. So again, on this side, you see the client. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. Okay, gut, das ist wirklich sehr, sehr live. Es ist sehr, sehr live. So, ist es passiert? On this side, Okay. you see the server renderer, which is currently, it has nothing streamed in. I'm showing a small demonstration level. And on this side, you see the entity graph, which is our online database. That's powering what you see in persistent entity streaming, what you play since 3.18. And I also have some metrics on the screen, which shows the entity graph worker, the requests per minute, per second, the mutations, and you also will see entities created and destroyed once I do that. Okay. Right. So let's wait for my client to come up and join this level. So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server everything streams in. Okay. And my client gets connected and also streams in everything on the client view. Okay, also ich verstehe. Das hier sind wir. Das ist der Raum, glaube ich. Okay. On the behind the scenes is that my player just got unstowed into that chart, and we at real time created everything for this player. So you will see his body is attached to the player. You will see his mobi-glass, his head with all his customizations, his undersuit, and then all his customizations as well on the undersuit. Oh, warte mal ganz kurz, gib mir eine Sekunde. What you also see is that this player just got unstowed and attached to a static zone object container. And this is how our zone system works. Basically, on the server, you will see 3 different zones, purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. And this is how we actually, on live, do zone transitions between
your ship. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es nicht kapiere. Ich versuche gerade sehr aufmerksam zu sein, weil ich wirklich Angst habe, dass ich nicht kapiere, was er versucht zu erklären. Okay, ich verstehe. Zone Transitions, okay, also wir sind zum Beispiel hier im Level und da ist das Schiff und da ist irgendwas. Das sind diese Zone Transitions. Okay. Ach, und er hat auch die Cry-Engine mitgeschrieben damals. Oh krass, oh krass, oh krass. Zieh ich meinen Hut. Okay, wird gut erklärt, keine Sorge. Empty Okay. space, space station, or a planet. Also And you irgendwelche will see, Zonen, verschiedene Zonen As einfach. I Okay. walk between those zones, I will at real time update it in that entity graph. And this all happens seamless. So for a client, this is completely transparent. You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. And this is very unique to our engine. No other engine has this zone system. And that allows us to do all the amazing stuff you saw in the videos before, transitioning in and out of planets and go from the smallest scope to the largest scope. Krass. So everything we do in a shard, so this is like a mini level, like the mini PU level, is also persisted in this database. When we create new entities in our engine, in Star Engine, those entities get pushed into our entity graph, into our online database at real time, and then from there replicated to our clients. So if I go ahead and spawn a couple of plushies here, you will see they spawn, they get created immediately on my entity graph and replicated on the server and on the client. So let's spawn a couple more here. And you see this, the pengus I spawn in the other zone get attached to the other zone. And then if I go and transition one of those, they will also transition between the different zones. Also And the Objekte same auch, okay. works for ships or more complex entities. If I spawn Das heißt also, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel warum ich zum Beispiel ein Fahrzeug im Raumschiff parken kann. Weil man das einfach durch die Zonen schiebt, quasi, mehr oder weniger. Okay, dann verstehe ich das System. Und ein Schiff kann auch auf dem Planeten sein. Theoretisch könnte ein Planet auch in einem Schiff, aber nein, also von der Funktionalität her nicht, aber nur von den Zonen her würde es theoretisch funktionieren. Genau, und Gegner, da Objekte auch seamless verschoben werden können und natürlich auch die Spieler, laufen Gegner dir auch ins Schiff hinterher. Das ist schon ziemlich cool. This buggy here, you will see this one gets created with all its attachments and everything else attached to it. And this is just my small demo level here. On live, we have up to 600,000 dynamic entities that get created for one single shard. Oh Gott. And this is just the initial state. After 2 weeks, 3 weeks of gameplay, when you guys go in and destroy stuff, spawn stuff, play around, it goes in the millions of entities. So this in itself is pretty amazing tech. The next time I want to talk about is our streaming system. Most engines do stream on. Das meine ich damit, dass das Citizen eben immer wieder neue Systeme entwickelt. Weißt du, was ich meine? Nicht nur ein neues System, wie man kann jetzt angeln, sondern wirklich grundlegende Systeme erfindet, um Sachen zu realisieren. Das meinte ich damit. Das ist halt dieser Unterschied, warum ich auch hoffe, dass Star Citizen niemals fertig wird. Weil wenn es fertig wird, dann ist die Reise irgendwie zu Ende. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kommt da neuer Content rein oder irgendwas, klar. Kann natürlich passieren. Aber ich hoffe, dass es niemals fertig wird. Weil das ist ein wirklich, wirklich unfassbar geiles Labor-Spielzimmer. Für Interessierte, sage ich mal. Das ist voll geil. On texture or geometry, we actually stream entities and we do stream persistent entities. Genau, was das auch heißt, weil ich es gerade im Chat gelesen habe, durch das System, hier mit den Entities und so, heißt das auch, egal was du zum Beispiel kaputt schießt, es bleibt einfach so. Ja, das habe ich nämlich vorhin gefragt bei dem Star Engine Trailer. Es bleibt einfach so, weil es hier abgebildet wird. Oder wenn du irgendwo irgendwas hinschmeißt, eine Waffe oder irgendwas, bleibt es einfach da liegen, bis es jemand wegräumt oder klaut oder was auch immer. Es bleibt einfach so. Es ist quasi, solange die Server das hier packen,
ist es quasi eine real, naja, nicht eine real existierende Welt, ist natürlich schwierig, aber es ist halt persistent. Es ist persistent. Es bleibt alles so, wie es gemacht wurde. Aber ich lese gerade, der Bob Slasher schreibt gerade, ist erst seit einem Jahr so. Das gibt es erst seit einem Jahr so. Okay. Ja, oder es wird irgendwann gibt es hier ein Clean-up und dann wird irgendwie Müll rausgelöscht oder so, eventuell. So when I turn on the streaming system here and I walk into this, if I walk over to the red area, you will see that the purple area will stream out together with all the entities on that server. So it does not only stream out on my client, it actually streams out on that server. Ja, okay. And when I come back in the green zone, that purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent state. Okay. So now I have a second player join. Benoit is going to join me. Aber dann bleibt Ben, Purple, if you ne? wanna join. Okay, I think we see him over there. Hey, Ben. Sorry. Nice. All right, I'm going to spawn a couple more penguins here. Ja, hat man rechts auch gesehen gerade. The next thing I want to talk about is new technology we are right now developing and we are about to put on the tech preview for you to play. And this is actually the replication layer split. And that's the big next step in our great vision, obviously, as you might know. So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. So my client is connected to this replication service, and my server is connected to this replication service. And the replication service, the sole purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected to. And what's really cool about this is, let's do a little experiment here. I mean, you all know our game has bugs. It's still alpha, and sometimes things can happen. Bambari, danke schön für So den Raid. let's Entschuldigung, see ich bin gerade what's happening. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, weil ich das gerade verstehen will. Bambari, danke für den Raid. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Genau, eine neue Middleware auf jeden Fall. Oder so ein, ja nicht ein Puffer, ein Entity-Puffer. Sozusagen, eventuell. Puh. When I kill my server here, so this is my server, the actual console. So let's just shut it down. Quit, okay. And yes, this is where you would usually see a 30K or something. You can see Benoit kind of froze there for a bit. Der Wagen hüpft. Buggy does a bit weird stuff. I can shoot those pingus, but the world is really in a frozen state right now. But I didn't disconnect, because I'm connected to the replication layer and not to the server anymore. In the meantime, I'm just starting a new server. Let's be a bit patient for it. Should come back online in a second. Zur Erklärung, weil es auch gerade im Chat steht, 30K bedeutet Server Crash. Das wurde schon ein paar Mal geschrieben, ich habe mich gerade gewundert. 30K heißt Server Crash, okay. Also, wenn ein Server crasht, wird es jetzt von dem Puffer, von dem Replication System aufgefangen. Es funktioniert nicht mehr alles, aber es stürzt auch nicht alles ab. Und jetzt wird noch ein Server geladen und der wird wahrscheinlich von dem hier geupdatet, vom Replication Service. Genau, eigentlich fliegt man raus, man bleibt aber drin und der Server wird dann hiervon geupdatet mit dem, was man da gemacht hat, vermute ich mal in der Zeit. Da fliegt der Wagen noch And as you rum. can see, now that the server came back, it restored the state. Okay, noch besser. Das State wurde wieder hergestellt. Der Server updatet den Replication Server, weil sonst hätte man in der Zeit, glaube ich, die Leute umbringen können. Das heißt, bei jedem, wenn ein Server Crash ist oder sonst irgendwas, Leute würden es ausnutzen, ihr wisst, wie es ist und dann, okay. Ja, keine Rollbacks, kein gar nichts mehr, okay. Und Leute flippen aus, weil es eventuell bedeutet, dass es keine Server Crashes mehr gibt. And the simulation just continues to work as before. So this will be, again, this is very early tech, but this is a great benefit of what we have with our replication layers. Krass. But there's one more thing. And let's try this thing again. I just killed my server, and I'm trying to do that again.
but this time we're doing something different. So let's first go in here. This is my development tool. I can talk about it in a second. So let's stop that server again. And restart. Okay. And this will take a little bit. That's okay. I'm running this tool you see here. This is our internal development tool. This tool runs the entire stack of our game on this PC. This is obviously for development only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible, complicated tech we hear to be able to develop our game. And because I run everything on this PC, it's a bit slow. So let's wait and see what's happening here. Okay. All right. Simulation continues. I can see Ben moving again. Hey, Ben. However, what just happened? Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. I have 3 servers connected to this replication layer. Okay. So what you guys see here, this is the very first version of a working server mesh. Okay, das heißt, okay, warte mal. Das heißt also, ich könnte jede Zone, also jedes Schiff könnte quasi auf dem eigenen Server liegen. Jedes Gefährt, alles könnte quasi auf einen eigenen Server ballern und ich kann das System unfassbar hochskalieren. Heilige Scheiße. Und das kann ich nicht nur hochskalieren, ich kann es einfach auch im laufenden System machen. Und das heißt zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel auch Bereiche, wo gerade nicht so viel los ist oder sonst irgendwas, quasi auf Servern zusammendampfen. Oder, ja, jeder Raum im Schiff könnte ein eigener Server sein. Ja, das ist noch krasser. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das für MMOs bedeutet. So generell, was das für generell für MMOs bedeuten würde. Ja, und du hast halt durch das System hier hast du halt sowieso schon keine Ladezeit mehr. Das ist wirklich ein Gamechanger. Heilige Scheiße. Das heißt, du könntest theoretisch nicht unendlich viele, aber du könntest theoretisch einen ganzen Arsch voll Objekte oder User in einem Raum haben oder in einem Schiff oder in einem Haus. Und wenn einer von diesen Servern abschmiert, dann schmiert nicht die ganze Welt ab, sondern dann gibt es ein paar Hiccups und dann läuft er gleich wieder. Boah, große Schiffe sind sogar mehrere Server. Heilige Scheiße. Boah, die müssen unbedingt, ja, das müssen die unbedingt machen, die müssen das unbedingt lizenzieren. Ich kann mir ja vorstellen, dass einige andere Leute da auch wahnsinnig großes Interesse haben, also einige MMO-Betreiber. Was für ein geiles System ist das? Ich weiß noch nicht genau, wie das mit den Zonen funktioniert, aber so wie es hier aussieht, ich meine, das ist ja ein Raum und der wurde einfach nur zum Testen in 3 Zonen unterteilt. Aber das heißt, du könntest jeden Raum in beliebig viele Zonen unterteilen und dadurch auf beliebig viele Server ballern. Im Grunde genommen würde es auch bedeuten, du brauchst eigentlich bei Games wie WoW oder sonst irgendwas, bräuchtest du, oh Gott, für Shooter ja auch, ne? Also für alles, was online stattfindet, für alles. Aber ganz kurz, für Sachen wie zum Beispiel WoW, wo du so Serverinstanzierung hast, damit nicht zu viele Leute rumlaufen, das wäre alles hinfällig. Du würdest Serverinstanzierung nur noch machen, damit vielleicht eine Stadt nicht mehr völlig überlaufen ist mit Abertausenden von Spielern. Und das betrifft ja, wie gesagt, auch nicht nur MMOs, sondern jedes Online-Game. Da alles seamless ist, da du keine Ladebildschirme mehr hast, kannst du einfach auch unfassbar geile Maps machen. Also unfassbar große Maps, unfassbar riesige Maps. Und dann auch noch, wie gesagt, mit dem System, wo Objekte in Objekten sein können, die dann auch wieder durch Zonen instanziert, also nicht instanziert, sondern durch Zonen über Server verteilt werden, gemasht werden. Heilige Scheiße. Also in der Theorie ist das einfach, das ist wirklich eine sehr krasse Technologie. Eine sehr, sehr krasse Technologie. Und um das nochmal verständlich zu machen, selbst so eine Box hier könnte eine Zone sein. Wenn man da reingeht, das kann eine eigene Zone sein, die sich in dieser Zone befindet. Das heißt, du gehst von hier raus, einfach da rein, seamless, ohne Ladebildschirm oder sonst irgendwas. Heilige Scheiße. All right. So now I'm going to explain a little bit how this magic works.
because it is truly magic. Each server, when it came up and the replication area realized there are 3 servers, we assigned different zones to those servers. And we said, okay, server 1, you are the authority over the purple area. Server 2, you are the authority over the green area. And the last server is authoritative over the red area. You can still see that those servers have all those entities replicated. Was ich mir noch vorstellen kann, ganz kurz, ich kann mir noch vorstellen, wenn du zum Beispiel so ein grünes Areal hast, das ist ja ein bisschen größer, ne? Dass eventuell die Engine irgendwann selber checken kann, oder serverseitig wahrscheinlich, okay, hier ist gerade viel los, ich unterteile das mal in 2 Zonen und schmeiß das mal auf einen anderen Server. Ich starte im Hintergrund schon mal einen anderen Server, wo die Zone, wo das dann draufgeladen wird und das fliegt dann darüber. Und das heißt, du jetzt quasi dynamisch könntest du quasi, oh Alter, das wäre halt voll geil. Genauso ist es wohl geplant. Boah, das ist richtig geil. Dynamic Server Meshing, genau. Das ist, worauf sie gerade hinarbeiten. Voll geil. Boah, ich bin erregt. ich bin aufgeregt. Ich bin richtig hibbelig einfach. Das ist so doof, aber ich finde das gerade so, ich finde das voll spannend. The entities within their zone are actually authoritative on that server. So while I'm in this green zone at the moment, my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server. And now, as I transition between those zones, you will see that on that green server, I just lost authority, and on that purple server, I just gained authority. And because my player was replicated on both servers, this completely works seamless. And again, let's do that a couple of times. You see on my client here, I don't notice anything of that. This all happens behind the scene. And this doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. And not only that, I can also interact with entities that are on the other side. So if I go on the green zone, for example, and I shoot this, I can still shoot that purple entity. And I can also just go ahead and destroy that buggy which sits on that. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist das zwischen den Servern, genau, man schießt von Server zu Server, genau, man läuft auch zwischen den Servern rum. Ich kann mir nur vorstellen, das Einzige, was da vielleicht passieren kann, ist, dass manche Server vielleicht eventuell mal einen Lag-Spike haben oder sowas zwischendurch. Dann wird es ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das sind lösbare Probleme. Das ist wirklich ein Stück Geschichte. Das muss man nachvollziehen können, aber es ist wirklich ein Stück Geschichte. That other zone. There you go. Always fun to blow stuff up, right? Boah. All right. So there's more to this. The first thing I will do, let's spawn a fresh buggy. I just destroyed my old one. When I go into this buggy, I will become part of the aggregate. And that means that now my buggy and myself will transition authority together. And this is how we make sure that my player, while he's driving this buggy, is always authoritative on the same server. So you can see, as I drive around with this buggy between the zones, I will switch between the different servers. Das funktioniert so wie bei den Schiffen wahrscheinlich, weil er sich in dem Objekt befindet, ist er Teil des Objekts quasi. Das haben die ja schon relativ früh gemacht mit den Schiffen. Wenn man ein Schiff betritt, ist man ja quasi Teil des Schiffobjektes quasi und läuft dann in diesem Objekt herum sozusagen. Man kann aber natürlich auch rausgehen und dann, ne? Das funktioniert genau mit dem System weiterhin. Alright. Voll geil. But there's more to this. So remember when I turned on the streaming earlier? The same streaming mechanics work here as well. Like, obviously, in this example right now, you can see all those servers, they have all those entities replicated. And it's a little bit wasteful because you have 3 servers, all need to replicate all those entities. And that's where streaming come into play. I can turn on streaming here,
and you will see that suddenly my purple server no longer has the red area streamed in, and the red server no longer has the purple area streamed in. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards into that red, into the red zone. What happens on that purple server? And I just disappear. So right now, on this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area, dann ist auch weg. Plopp. You will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now completely stream out the entire area on that server, or stream in a new area. Voll geil. Das and you will ist voll also geil. see, as I drive back into the green area, I will magically reappear on that purple server. And this obviously works on the other side as well. Let's get a Komplett couple more seamless player einfach. join. I have a couple more QA in the back, so you can just see the whole thing running at live. Running in live with a bit more things going on. And you will see on each server renderer which clients are currently replicated on those servers and which clients are actually authoritative on those servers. And you can see this, the green server, because it's the middle one, has most entities replicated. And then you can see this purple one at the moment only has one client replicated. Okay. Yeah. So yes, this is pretty much it. I hope you guys enjoyed this. Wenn ich mich recht entsinne, ist es das, was WoW damals immer machen wollte. Aber ich glaube, es hat nie irgendeiner der Big Player hinbekommen. Deswegen gab es dann zu Wrath of the Lich King gab es dann diese Instanzierung, wo Sachen dann so sich für einige verändert haben und dann bist du da so durchgeslidet, bla bla bla. Das ist, glaube ich, eine Sache, das war so ein bisschen Gral, der nie erreicht wurde. Jetzt wurde er erreicht. Das ist echt krass. It has been a long time to come to this point. And I just can't put in words how much tech and work we had to put into this. Big shout outs to the network team, big shout outs to the online services team, big shout outs to Chris to let us doing this. It's been a really long journey to get to this point. And I've got to say, Die Server einfach synchroner als das Video hier. the team has done an amazing job. They've been working diligently for the last 4, 5 years. We've had a couple of false starts. We finally have an incredible, I mean, the way the replication layer works and how we can spin up servers and down and keep the state constant, even if a server goes down, is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks ago, working fully, I cried. It's like giving birth. We did it! And we wouldn't have been able to do this and work on this kind of tech without all your support. That's right. 100%. Now, you guys and your trust. allowing us to take the time to do it right, to really build it. So thank you. Thank you, guys. So much Krass. for everyone, and thank you everyone. at Wirklich CID ja, that's ist wirklich ein really krasser worked Durchbruch. hard to deliver all this amazing stuff that will be either in your hands now or in your hands very soon. And this is just the beginning of CitizenCon. We got a lot more stuff to show you. Yeah. That's what we need for this Right. MMO, guys! Thank you. That's what we need! Great demo, by the way. Good. That was great. Come on, give me a Junge, heilige Scheiße. Also, ich weiß noch nicht genau, wie sich das in Zukunft auswirken wird. Ich meine, die MMO-Sparte ist ja so ein bisschen, naja, sie hat sich ein bisschen verrückt, glaube ich, eher weg von klassischen MMOs. Die leben zwar immer noch, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie könnte sich sowas bei TESO auswirken.
Nur mal so als Grundgedanke. Theoretisch keine Ladebildschirme mehr, theoretisch alle Gebäude begehbar, ohne Probleme, alles wird gestreamt. Du kannst theoretisch riesige Städte, riesige detaillierte Städte bauen, kannst jedes Zimmer generieren lassen, von der KI wahrscheinlich, weil das händisch viel zu krass wäre. Aber du kannst trotzdem alles erstellen, alles begehbar machen, alles ohne Ladebildschirm. Und theoretisch noch alles in alles schachteln. Natürlich so, dass es Sinn macht, ja, aber zum Beispiel könnte ein Gebäude so ein Layer sein oder ein Raum ist ein Layer oder vielleicht ist nur das Klon-Layer oder was auch immer. Dann denkt mal drüber nach, was das bedeuten könnte.